Gesso wird als Grundierung für die verschiedenen Untergründe benötigt, damit deine Farbe besser haftet. Da es als Fertigprodukt sehr teuer ist, zeige ich dir in diesem Video, wie du es selbst herstellen kannst. Gesso müsste man eigentlich Gesso aussprechen, weil es aus dem Italienischen kommt und es bedeutet übersetzt Gips. Unsere Gesso-Herstellung startet nicht mit Gips, sondern mit Kreide. Die Kreide macht deinen Untergrund saugfähig, sodass deine Farben wesentlich besser auf dem Untergrund haften. Falls du keine Kreide im Atelier hast, kannst du auch Babypuder nehmen. Ich starte hier mit 100 Gramm. Bei mir ist es Kreide, du nimmst vielleicht Babypuder. Und dann wird das Ganze ein bisschen benetzt. Das heißt, ich gebe etwas Wasser hinzu und mache einen Brei daraus. Nicht zu viel Wasser, das soll nicht flüssig werden. Ich möchte nur, dass das Pulver in allen Teilen benetzt ist. Ich rühre das schon sehr sorgfältig um, damit ich keine Klümpchen habe, die später dann im Gesso störend werden. Zu diesem Kreide-Wasser-Gemisch kommen jetzt 100 Gramm Vinylklebstoff dazu. Das ist ganz einfacher Bastelkleber. Der ist auch für Kinder geeignet und wasserlöslich. Dieser Klebstoff sorgt dafür, dass unser Gesso auf allen möglichen Untergründen haftet. Du kannst damit natürlich auf Leinwand streichen, du kannst auf Holz streichen, du kannst sogar auf Glas streichen, auf Metall. Das ist diesem Kleber zu verdanken, der eben dann in die Haftung zum Untergrund geht. Wenn das gut verrührt ist, kommt die dritte Zutat, 100 Gramm Acrylfarbe. Mit der Acrylfarbe legst du den Farbton deines Gessos fest. Ich nehme hier Weiß, genauso gut wäre jede Farbe denkbar. Schwarz ist sogar sehr geläufig und ist als Fertigprodukt zu kaufen, also schwarzes Gesso. Acrylfarbe sind dann auch wieder 100 Gramm. Das Ganze wird nochmal gut durchgerührt und dann ist dein Gesso prinzipiell schon fertig. Jetzt schau dir nochmal die Konsistenz an, wie sich das anfühlt. Hier bei mir im Video ist das ein bisschen dick. Deshalb gebe ich noch etwas Wasser hinzu. Ich würde dir empfehlen, fang erstmal an, damit zu streichen und schau, wie sich das auf der Leinwand oder auf dem Brett darstellt. Du kannst immer noch Wasser später hinzufügen. Du kannst Gesso prinzipiell in zwei Arten auftragen, einmal mit dem Pinsel oder auch mit der Rolle. Ich fange hier mal mit dem Brett an und trage mit dem Pinsel auf. Ich empfehle dir, eine Zeitung unterzulegen. Gesso mit all den Inhaltsstoffen, Klebstoff, klebt wirklich sehr gut. Und nutze bitte auch alte Pinsel, weil du kannst den Pinsel danach nicht mehr für Acrylfarbe verwenden. Wenn du Leinwand grundieren möchtest mit Gesso, dann reicht in der Regel ein Auftrag. Hier bei Holz siehst du, da scheint doch noch ziemlich die Maserung durch. Da werde ich auf jeden Fall 2 Aufträge machen. Der erste Auftrag, wenn er nicht allzu dick ist, ist nach circa einer halben Stunde trocken. Die zweite Möglichkeit, Gesso aufzutragen, ist es einfach zu rollen. Und da kannst du jetzt natürlich alte Platten nehmen oder Hartfaserplatte, die du vielleicht im Baumarkt besorgst. Die sind hervorragend dann als Untergrund für Spachtelmassen, weil sie im Gegensatz zur Leinwand nicht nachgeben, kannst du also deutlich besser spachteln. Ich trage das relativ dünn auf, weil es dann sehr schnell trocknet und dann kann ich die zweite Schicht drüber geben. Dann wird es auch sehr gleichmäßig und das Ganze ist dann perfekt vorbereitet für deinen Spachtelauftrag oder auch für Acrylmalerei etc. Der erste Auftrag ist trocken, jetzt kommt der zweite Auftrag darüber und du siehst, das wird also wirklich jetzt sehr schön weiß. Ich gehe kreuz und quer drüber, dann hast du eine super gleichmäßige Fläche. Genauso geht es dann mit dem Holzbrett weiter, auch hier eine zweite Schicht. Das war ein altes Brett, das hat Löcher, die stören aber nicht, da ich die mit Fertigputz zudecken werde. Wie es mit diesem Bild weitergeht und wie diese Steine auf das Bild kommen, das siehst du unter diesem Link, den ich hier oben eingeblendet habe. Und nun viel Spaß beim Erstellen von Gesso.